mit einem Klick zur richtigen Stelle zu kommen. Dafür sind Hyperlinks, Links, Verknüpfungen, Lesezeichen, Favoriten, jede Art von digitalem Verweis eine wunderbare Möglichkeit. Und ihr könnt sie ganz einfach selbst anlegen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Heute geht es um die Grundlagen zu digitalen Verweisen in Windows- und Office-Programmen. Allerdings ist das eigentlich in allen Betriebssystemen im Grundprinzip gleich und funktioniert daher so oder so ähnlich auch in anderen Betriebssystemen. Am häufigsten verwendet ihr digitale Verweise vermutlich beim Surfen im Internet, also Hyperlinks, deshalb steigen wir damit ein. Und dann kommen wir zum Einsatz von Links in Office-Programmen, schauen uns dann an, wo ihr auf so etwas sonst noch stoßt unter Windows und gehen am Schluss noch auf zwei typische Probleme im Umgang mit digitalen Verweisen ein. Aber nun zu den Hyperlinks beim Surfen. Ich habe hier mal eine Internetseite aufgerufen und wenn ich jetzt an eine bestimmte Stelle gehe, zum Beispiel hier Kompetenzkarten, dann sehen wir, dass sich der Mauszeiger verändert, dass vielleicht ein bisschen hervorgehoben wird. Und wenn ihr mal links unten im Eck schaut, was sich ändert, wenn ich jetzt die Knöpfe wechsle, ich gehe mal hier auf Seminare, dann seht ihr, jetzt steht da unten links www.kompetenzimpulse.de Seminare. Das heißt, der Hyperlink besteht zum einen aus einer Stelle, die ich anklicken kann und zum anderen aus der Adresse, die dahinter steht, die wir aufrufen. Und ich mache das jetzt mal hier noch bei dem dritten, bei dem Quiz. Und da seht ihr, steht jetzt https://formsoffice.com. Das heißt, die ersten beiden Links bleiben auf dieser Internetseite. Und der letzte Link, der verweist auf eine ganz andere Internetseite. Also der Grundaufbau ist, ich habe eine Stelle, die ich anklicken kann und dahinter liegt eine Adresse, die ich aufrufe. Und die Frage ist immer, welche Adresse ist das? Und da kann man natürlich auch, wenn man bösartig ist, Dinge verstecken, die der Benutzer so nicht erwartet. Das gleiche Prinzip haben wir in Office-Programmen. Ich habe das hier mal am Beispiel von PowerPoint. Und zwar, wenn ich in eine PowerPoint-Folie einen Hyperlink einbaue, ihr seht den hier, dann ändert sich auch der Mauszeiger. In diesem Fall sehe ich keine Zusatzinfo über die genaue Adresse, weil hier eine sogenannte Quick-Info eingeblendet ist. Und in Office-Programmen wird das so eingestellt, dass man hier also die Adresse eingibt. Das wäre also die sogenannte Adresse oder auch URL https://www.arnoburger.de und dann der anzuzeigende Text, das ist der, den wir dann auch hier in dem Link sehen, der wird hier eingetragen. Und dann haben wir noch die Gestaltung, nämlich dass es eben unterstrichen ist, es könnte auch eine andere Farbe haben. Und wenn ich jetzt den Hyperlink anklicke und damit die Seite aufrufe und jetzt in meine Folie zurückgehe, dann seht ihr, dass der benutzte Hyperlink jetzt eine andere Farbe hat. Sowas wären noch zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten. Aber grundsätzlich erstmal, wir haben wieder die Stelle, die wir anklicken und wir haben die Adresse. Ich mache noch eine kurze Info zu der URL. Also hier steht ja einfach nur Adresse. Genau genommen ist das nicht eine Adresse. Die Adresse ist nur das www.arnoburger.de. Sondern es handelt sich hier um eine URL, eine Uniform Resource Locator. Der besteht aus dem Protokoll, nämlich dem HTTPS, Hypertext Transfer Protocol, und der Adresse. Das wird später noch interessant, wenn wir mal einen Hyperlink auf eine E-Mail zum Beispiel, E-Mail-Adresse anlegen. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Bei diesem Hyperlink steht jetzt eben da Website von Arno Burger und wenn ich mit dem Mauszeiger drauf gehe, dann sehe ich die Adresse. Genau genommen weiß ich nicht, ob das die Adresse oder der Tipp ist. Wir nehmen das mal hier. Hier sieht man, das ist tatsächlich die Adresse. Ja, das wäre also die Adresse oder auch die URL. Dann der Text, Website von Arno Burger und wieder dasselbe Thema mit Unterstrichen und farbig. Und jetzt gibt es einen Punkt, wo man wirklich aufpassen muss, das ist folgendes. Ich habe jetzt hier einen Link, da steht https://www.arnoburger.de und wenn ich mit dem Mauszeiger drauf gehe, dann steht da https://www.kompetenzimpulse.de und erst wenn ich anklicke, sehe ich, wo mich das tatsächlich hinführt, nämlich tatsächlich zu den Kompetenzimpulsen.
Also seid mit Hyperlinks wirklich vorsichtig, man kann da echt böse Sachen dahinter verstecken. Wo gibt es dieses Prinzip noch? Ich wechsle hier mal zu einer Word-Datei. Und wenn ich in der Word-Datei auf Datei öffnen gehe, dann sehe ich jetzt hier verschiedene Dateien, die ich früher benutzt habe. Und im Prinzip ist es so, wenn ich mal hier auf 1 gehe und einen Mauszeiger drauf lasse, dann seht ihr, da sehe ich jetzt auch https arnoburger.sharepoint.com und so weiter. Also das wäre auch so eine Adresse, so eine URL. Und im Prinzip, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann ist es nichts anderes. Ne? Ich rufe eine Datei auf über einen digitalen Verweis. Der Name hier, der ist immer mal wieder unterschiedlich. In diesem Fall hat es keine besondere Bezeichnung. Manchmal heißt sowas dann Lesezeichen oder auch Favoriten. Aber im Prinzip ist es dasselbe wie ein digitaler Verweis. Und wenn ich mal auf den Desktop schaue, dann habe ich hier, das sind Verknüpfungen, hatte ich schon mal beschrieben, wie man sowas auf den Desktop legt. Das sind Verknüpfungen, also auch digitale Verweise. Ich mache mal für eine Datei sowas, nämlich diese hier Hyperlink einfügen, Rechtsklick drauf, gehe dann auf Senden an und wähle den Befehl Desktop Verknüpfung erstellen. Und dann seht ihr jetzt, hier ist jetzt diese Verknüpfung und ich komme mit einem Doppelklick jetzt auch zu dieser Datei. Wenn ich mal einen Rechtsklick drauf mache, Eigenschaften, dann seht ihr, es hat eben auch einen Namen, den ich verändern könnte. Und es hat auch die Möglichkeit, hier den Dateipfad anzeigen zu lassen oder auch ein anderes Symbol aufzurufen. Also im Prinzip genauso wie bei den Hyperlinks auch. Also ich habe eine Stelle, die ich anklicke und dahinter ist eine Adresse, eben in dem Fall auf eine Datei, die dann aufgeht. Solche Hyperlinks können oder Verknüpfungen können sehr leicht auch in Office-Dokumente eingefügt werden. Ich mache das hier mal am Beispiel Informationen. Ich markiere diesen Text und jetzt wähle ich Einfügen Link, könnte mir dann eine Datei aussuchen oder auch den Befehl Link einfügen. Und ihr seht, das ist das, was wir gerade vorhin auch in der PowerPoint-Folie gesehen haben. Und je nachdem, was ich jetzt hier auswähle, wenn ich zum Beispiel eine Datei auswähle, die hier im Dateisystem liegt, zum Beispiel unter Dokumente, mit OK bestätige, dann seht ihr, dass der Link jetzt heißt File C Users und so weiter. Das heißt, ich habe ein anderes Protokoll als das HTTPS und so gibt es verschiedene Protokolle. Ich habe hier mal ein Beispiel für eine E-Mail, also ein Link. Wenn ich da jetzt die Steuerungstaste drücke und anklicke, dann seht ihr, jetzt geht eine E-Mail auf an diesen Adressaten und automatisch ein übernommener Betreff. Das heißt, das ist genau das, was hier eingestellt ist als E-Mail-Adresse bzw. als Betreff. Und ihr müsst euch da keine Gedanken machen. Ihr gebt einfach nur die E-Mail-Adresse ein und ihr gebt den Betreff auch ohne diese Dollar, diese Prozentzeichen und das 20 ein und es steht dann nachher richtig da. Und so gibt es eben verschiedene Protokolle, die dann auf verschiedene Arten von Informationen, Mailadressen, Dateien im Dateisystem, Dateien im Internet und so weiter verweisen. Jetzt gibt es noch eine Stelle, wo ihr solche digitalen Verweise viel findet. Und das sind Browser, in diesem Fall ist das Edge als Browser und da gibt es die sogenannten Favoriten. Unter Chrome heißt es dann zum Beispiel Lesezeichen und ich kann sagen, ich möchte diese Seite als Favorit anlegen. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, dann sieht man, ich habe jetzt eine Stelle, die ich anklicken kann und auch hier ist die Adresse, nämlich https www.kompetenzimpulse und so weiter wiederum mitgespeichert, sodass wir damit auch direkt zu dieser Adresse im Internet kommen. Soweit zu den verschiedenen Stellen, an denen ihr solche digitalen Verweise findet. Vielleicht kennt ihr noch andere Stellen, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich
Ich bin da auch sehr neugierig, was ihr da noch so kennt und vielleicht gibt es auch was sich lohnt, mal noch zu beschreiben. Und nun noch zu 2 typischen Problemen mit Links oder digitalen Verweisen. Und zwar zum einen, wenn ich hier auf Datei gehe und dann zum Beispiel eine Datei, die ich schon verwendet habe, aufrufe, dann muss diese Datei natürlich noch existieren. Also die Adresse verweist auf die Datei und wenn die Datei noch da ist, geht sie auf. Wenn sie nicht mehr da ist, geht sie nicht auf. Und das zeige ich euch mal. Ich mache gerade die Datei hier mal zu und dann wechsle ich in den Windows Explorer und benenne hier diese Datei mal um. Das heißt, die Datei selber gibt es zwar noch, aber sie heißt jetzt anders. Und wenn ich jetzt in Word bin und in Word diese Datei Hyperlink einfügen aufrufen will, dann klicke ich an und dann heißt es, leider konnte die Datei nicht gefunden werden. Ist es möglich, dass die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht wurde? Das heißt, die Adresse weist nicht mehr auf die jetzt existierende Datei, weil der Name verändert ist. Und wenn ich den Namen wieder zurückändere und es dann nochmal versuche mit dem digitalen Verweis hier, dann geht die Datei wieder auf. Das heißt, Voraussetzung ist, dass die Adresse richtig ist, beziehungsweise die Datei noch so existiert wie beim Anlegen dieses Links oder dieses Lesezeichens. Und das zweite Problem, das auftreten kann, ist, ihr bekommt mit dem Link nur die Adresse, also die Information, wo dieses Dokument oder diese Information ist. Ihr bekommt damit aber nicht automatisch die Berechtigungen. Und ich habe hier mal einen Link angelegt, den rufe ich jetzt mal auf. Da gibt es eine Datei, die liegt da dahinter. Und ihr seht, ich muss mich jetzt anmelden, um diese Datei aufzumachen. Also ich muss zeigen, dass ich die Berechtigungen habe. Und in dem Fall habe ich die nicht. Und dann komme ich an diese Datei auch nicht dran. Also das eine wäre, existiert die Datei noch, beziehungsweise unter dem Namen noch. Und das andere ist, habe ich die Berechtigung dafür. Ansonsten funktionieren Hyperlinks, Links, Verweise, Verknüpfungen, wie auch immer sie heißen, wunderbar. Und ich kann euch nur empfehlen, viel damit zu arbeiten und die intensiv einzusetzen. Wenn euch diese Informationen gefallen haben und weiterhelfen, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich immer über eure Kommentare und Nachfragen, die ich gerne beantworte. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.